zeige ich euch den Bewertungsbereich der Hosinsul-Kampfrichter der NWTU und nun viel Spaß beim Video. Das Hosinsul-Bewertungssystem der NWTU bei Wettkämpfen. Wichtiger Hinweis: Dieses Regelwerk bzw. Bewertungsschema gilt nur innerhalb der NWTU, wenn dies in den Ausschreibungen von Meisterschaften vorgegeben wird. Das Jury's Paper der NWTU für die Wettkampfordnung Selbstverteidigung und Hosinsul unterteilt sich in die zwei Bewertungsbereiche Technik und Präsentation analog zur Wettkampfordnung PUMSE, WOP, Leistungssport. Die Bewertungsgewichtung setzt sich, analog zu den Punkteschlüssel im Bereich PUMSE Freestyle, aus 60% Techniknote und 40% Präsentation zusammen. In den Hosinsul Jury's Paper wird die gesamte Teamleistung, Verteidiger und Angreifer, bewertet. Die einzelnen Details der Bewertungsschwerpunkte sind im Jury's Paper dargestellt. Der Bewertungsfokus im Technikbereich liegt erstens auf den Hebeltechniken wie zum Beispiel auf der Effektivität, der Geschwindigkeit und der Dynamik der jeweils eingesetzten Hebeltechniken, zweitens auf den Fußtechniken wie zum Beispiel der Variantenvielfalt, der Distanz zwischen den Partnern sowie der Zielgenauigkeit der angewandten Techniken. Drittens auf der Selbstverteidigung gegen das Festhalten, bei Angriffen mit Hand- und Fußtechniken. Dabei wird die Anzahl, die Variantenvielfalt und die Präzision der eingesetzten Taekwondo-Techniken bewertet. Viertens die Selbstverteidigung gegen Angriffe mit Waffen wie zum Beispiel dem Messer oder dem Stock. Hierbei wird der Technikabschluss und die Sicherung des Gegners und der Waffe bewertet. Bei Sportlern und Sportlerinnen bis 14 Jahren sind keine Waffen zugelassen. In diesem Fall wird die Wertung unter Punkt 4. Selbstverteidigung gegen Angriffe mit Waffen als Gesamteindruck oder Mittelwert der drei vorherigen Wertungen gegeben. Die Leistungsbewertung erfolgt in den Punkten von 0,0 für sehr schlecht bis hin zu 1,5 für hervorragend, in jeweils festgelegten Schritten von 0,3 Punkten. Die Erwartungshaltung sollte jedoch zwischen 0,6 und 0,9 Punkten liegen. Gemäß dem Punkteschlüssel können so minimal 0,0 Punkte und maximal 6,0 Punkte im Technikbereich erreicht werden. Ein Punktabzug erfolgt jeweils mit 0,5 Punkten für das Fehlen eines der vier im Vorfeld genannten Elemente, sowie bei einem Abbruch oder einem Neustart oder aber auch bei einer Über- bzw. einer Unterschreitung der Zeit von jeweils 10 Sekunden. Die Bewertungsdetails im Bereich Präsentation liegen auf den folgenden Leistungen: Erstens auf der Kreativität, dem Ausdruck von Energie, der Kraft, der Geschwindigkeit und der Harmonie der gezeigten Techniken. Zweitens auf der Effektivität der einzelnen Aktionen und der Verhältnismäßigkeit zwischen Angriff und Verteidigung. Die Leistungsbewertung erfolgt in der Punktespanne von 0,5 für sehr schlecht bis hin zu 2,0 Punkten für hervorragend, ebenfalls in festgelegten Schritten von 0,3 Punkten. Die Erwartungshaltung sollte in der Präsentation zwischen 1,1 und 1,4 Punkten liegen. Minimal können so 1,0 Punkte und maximal 4,0 Punkte erreicht werden. Eine sofortige Disqualifikation regeln folgende Details: Wenn zum Beispiel der Verteidiger oder die Verteidigerin eine Aktion mit einer Waffe, der Hand oder dem Fuß durchführt, bei der potenziell eine letale Verletzung zur Folge entstehen könnte, wird der Vortrag umgehend abgebrochen. Beispiele hierfür können zum Beispiel sein: Stechen des Angreifers oder der Angreiferin mit dem Messer, Schlagen des Angreifers oder der Angreiferin mit dem Stock zum Kopf, Nachtreten auf den Kopf, wenn sich der Angreifer oder die Angreiferin in der Bodenlage befindet. In solchen Fällen erfolgt eine sofortige Disqualifikation. Ebenfalls findet eine Disqualifikation statt, sobald sich ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin durch eine Aktion verletzt, sodass der Vortrag unterbrochen werden muss. Bei einer Disqualifikation hat eine Wertung mit 0,0 Punkten zu erfolgen.